Herr Kiesewetter, wenn ich so auf diese Debatte in Deutschland schaue, dann habe ich das Gefühl, die haben wir schon mal mit deutlich mehr Werf geführt. Liegt das auch einfach daran, dass jetzt mit Brandenburg am Sonntag noch mal eine Landtagswahl im Osten ansteht, wo das Thema Ukraine-Unterstützung ja alles andere als populär ist? Es fehlt die klare politische Orientierung und Führung von allen staatstragenden Parteien. Es geht darum, der Bevölkerung zu sagen, dass Frieden und Freiheit auch in Selbstbestimmung für die Ukraine sowieso auf dem Spiel stehen, aber auch für uns, weil Putin den Krieg fortsetzen wird auf Moldau und die baltischen Staaten. Das hat er alles angekündigt, nur wir glauben es nicht. Wir sind in einer Appeasement-Beschwichtigungsphase, wo wir uns in einem Jahr 1938 wähnen. Es fehlt ein Churchill-Moment, es fehlt ein Moment, wo jemand sagt, Achtung, dieser Krieg weitet sich aus. Wir sind nicht in der Lage, Millionen von Menschen aufzunehmen. Und der Preis unseres Verzögerns führt ja jetzt schon dazu, dass Russland hunderte Flugzeuge weiter in den Osten verlegt und sich darauf einstellt, dass irgendwann die Entscheidung weitreichender Waffen kommt. Es ist von allem zu wenig. Stichwort Kampfpanzer, Deutschland 18 Stück, Leo 2 auf 1000 Kilometer Front. Und es ist von allem zu spät. Stichwort Munition. In der Zeit, wo die Europäer wenige 100.000 Granaten lieferten, lieferten die Nordkoreaner 3,5 Millionen. Also wir lassen die Ukraine mit angebundenen Armen langsam verhungern. Und das bedeutet Massenflucht, bedeutet Unglaubwürdigkeit und Ausweitung des Krieges. Und hier fehlt das klare Wort des Kanzlers oder die Einschätzung, dass es viel teurer ist, eine zerfallene Ukraine wieder aufzubauen, als die Ukraine mit allem zu unterstützen, was nötig ist. Und zwar mit allem, was sofort möglich ist und völkerrechtlich geboten, auch in dem Sinne, dass man Russland auffordert, das Existenzrecht seiner Nachbarstaaten anzuerkennen und das Existenzrecht der Ukraine in den Grenzen von 91. Dazu muss aber mehr getan werden. Der Westen ist nicht willens dazu. Dafür werden wir einen sehr hohen Preis bezahlen. Massenflucht, Unglaubwürdigkeit und eine Fortsetzung des Krieges in wenigen Jahren. Herr Kiesewetter, wir danken Ihnen für das Gespräch und dann sind wir mal gespannt, ob sich nach der Brandenburg-Wahl in Deutschland was ändern wird, aber vor allen Dingen natürlich auch der Blick auf die Wahlen in den Vereinigten Staaten am 5. November. Danke Ihnen nach Kiew. Danke, Herr Kiesewetter. Schönen Tag. Alles Gute.